So, my namaste to all of you. Namaste an euch alle Thanks for coming. und vielen Dank fürs Kommen. Let's do small meditation. Lasst uns eine kleine Meditation machen. Yeah. So please close your eyes. Schließt bitte eure Augen. Just sit relaxed. Sitzt entspannt. Just focus at 3 parts of your body. Konzentriere dich auf 3 Teile deines Körpers. First, from neck and upward. Zuerst vom Nacken nach oben. And second, from your waist, just below your navel part. Das zweite über deinem Nabel. And third, around your heart region. Und das dritte um deine Herzregion. Focus at all these 3 at one time. Und konzentriere dich auf alle 3 zur gleichen Zeit. Try to focus all together. Versuch, dich auf alle 3 gemeinsam zu konzentrieren. When you go deeper, Und wenn du tiefer gehst, somehow your body start melting, disappearing. scheint dein Körper irgendwie zu verschwinden. You find no shape. Du findest keine Umrisse mehr. Just only energy is there. Es ist nur Energie da. You are not a body. Du bist kein Körper. Slowly, slowly you can open your eyes. Öffnet langsam eure Augen. Yes, what would you like to hear today? Was möchtet ihr heute hören?
Yes. Ich wollte fragen, wie finde ich wieder zurück zu mir, zu meinem Zuhause, durch viele Schicksalsschläge, Negativität. But tell me one thing. Aber sag mir eines. Who is saying to you that you are not at home? Wer sagt dir, dass du nicht zu Hause bist? Ich selber spüre so, dass ich mein Ich nicht so richtig finde. Only your mind is saying to you Nur dein Verstand sagt das zu dir, that you are far from yourself. dass du weit weg bist von dir selbst. We are always with ourselves. Always. Wir sind immer mit unserem Selbst. But Immer. only difference between the Buddha and the normal people, Der einzige Unterschied zwischen Buddha und den normalen Menschen Buddha is totally aware with himself. ist, dass Buddha absolut achtsam und bewusst sich seiner selbst ist. And when we see the normal people, Und wenn wir die normalen Menschen sehen, they are busy with mind. sind sie mit ihrem Verstand beschäftigt. And because they are busy with mind, they always think they are far from themselves. Und weil sie mit dem Verstand beschäftigt sind, denken sie immer, sie sind weit von sich selbst entfernt. When you need to go your home, Wenn du nach Hause gehen musst, do you ask address to someone stranger? fragst du dann einen Fremden nach deiner Adresse? You don't ask. Du wirst nicht fragen. You simply go. Du gehst Your home. einfach nach Hause. And this is your real home. Und das ist dein wahres Zuhause. And to going your own home, you are looking answers from somewhere outside. Und um in dein eigenes Zuhause zu gehen, suchst du nach Antworten im Außen. Why? Warum? If you don't ask address for somebody, for your home outside in this world, Wenn du niemanden nach deiner Adresse von deinem Zuhause im Außen fragst, it means you don't need to ask to anyone for your home address. dann brauchst du auch niemanden fragen für deine Adresse zu Hause. You know, in an old time there was a tradition in a Zen. Es gab eine alte Zen-Tradition. One disciple went to a Zen master Ein Schüler ging zu einem Zen-Meister, for a learning meditation. um Meditation zu lernen. Then master was used to, offer tea. Und der Meister war es gewohnt, Tee zu servieren. Then it happened also once. One student was there. Und es ist einmal passiert, es war ein Schüler dort Then Zen master offered the tea. und der Zen-Meister hat den Tee angeboten. And then he started pouring tea into the cup. Und dann hat er angefangen, den Tee in die Tasse zu schütten. After some time, the tea started overflowing. Und nach einer gewissen Zeit ist der Tee übergeflossen. But master didn't stop and was keep continuous pouring tea into that cup. Aber der Meister hat nicht aufgehört, Tee in die Tasse zu schütten. Then student thought, maybe he become crazy. He's not looking. He's wasting all the tea. Und der Schüler hat gedacht, vielleicht wird er verrückt und er passt nicht auf und er verschüttet den ganzen Tee. Then student asked, what are you doing? Can't you see his whole tea is wasting? Und dann hat der Schüler gefragt, kannst du das nicht sehen? Du verschwendest den ganzen Tee. Then master said, also you can't see all whatever nature is trying to teach you is also going into waste. Ihr könnt es auch nicht sehen. Alles, was die Natur euch lehrt, ist auch verschwendet. If your cup is full of tea, Wenn deine Tasse voller Tee ist, you cannot get a single drop.
kannst du keinen einzigen Tropfen bekommen. If you want to learn something, first you have to keep all your mind away. Wenn du etwas lernen möchtest, dann musst du all deinen Verstand weglassen. You're same like the cup with full of tea. Du bist genauso wie die Tasse voller Tee. Mind is totally packed. Dein Verstand ist vollkommen zu. And just because your mind is totally packed and busy here and there, Und weil dein Verstand absolut voll ist und beschäftigt hier und da, not a single thing you understand very well. wirst du keine einzige Sache sehr gut verstehen. Your journey become longer only because of your mind. Deine Reise wird nur wegen deinem Verstand länger, Because you are taking the long way. weil du den langen Weg nimmst. You are thinking your journey according to the materialistic journey. Du denkst deine Reise in Bezug auf deine materielle Reise. When you are here just with your mind, you are already at home now. Wenn du im Hier und Jetzt bist mit deinem Verstand, dann bist du schon zu Hause. When your mind go more far from you, that's a distance of journey. Then you are more away from yourself. Und wenn dein Verstand nach hier und da geht, dann bist du weiter entfernt von dir selbst und deinem Zuhause. You are always with yourself. Du bist immer mit dir selbst. The only thing is not aware. Du bist dir nur nicht bewusst. The moment when you start awareing your moment, your present, In dem Moment, wo du dir bewusst bist über deinen jetzigen Moment, über deine Gegenwart, you will realize that you are already there. dann wirst du erkennen, dass du bereits da bist. But the question is here. Aber die Frage ist hier, Are you with empty mind or not? bist du mit einem leeren Verstand oder nicht? When you are with empty mind, Wenn du mit einem leeren Verstand bist, journey will finish immediately. dann wird deine Reise sofort beendet sein. Immediately. Sofort. You don't have to even take a single step. Du musst nicht mal einen einzigen Schritt machen. But if you are thinking that if you learn this outside somewhere, or if you go somewhere either to Himalaya or any another pilgrimage, then your journey will finish, then it is not going to happen like this. Aber wenn du denkst, dass du irgendetwas im Außen lernen musst oder irgendwo hingehen musst, zum Beispiel auf den Himalaya, dann wird deine Reise nicht enden. We all know how to reach self, Wir alle wissen, wie wir zu uns selbst kommen, but we don't dare to go. aber wir wagen es nicht, loszugehen. To drop your mind, Um deinen Verstand wegzubringen, a person need a great courage. braucht die Person oder der Mensch viel Mut. Because you have invested whole of your life Weil du dein ganzes Leben investiert hast in your dreams, in deine Träume, in your identities. in deine Persönlichkeiten. You have collected so many knowledge Du hast so viel Wissen angesammelt around you. um dich herum. And when you think to drop mind, it means to say goodbye to all your identities, all your egos, all your knowledge. Und wenn du daran denkst, deinen Verstand wegzubringen, dann bedeutet das, all dein Ego, all dein Wissen, all deine Persönlichkeiten loszulassen. Which we don't want to do easily. Und das wollen wir nicht so einfach tun. Somehow you are attached with that identities. Irgendwie bist du mit diesen Identitäten verhaftet. Maybe with your name, Vielleicht mit deinem Namen, with your profession. deinem Beruf. Normally when we ask, who are you? You always introduce yourself with your profession. Normalerweise, wenn du gefragt wirst, wer bist du, dann stellst du dich mit deinem Beruf vor. That I am a doctor, Ich bin ein or Doktor, teacher, Lehrer or with some kind of relationship, that I am a housewife, oder mit irgendeiner Beziehung. Ich bin eine Hausfrau, or father or mother. Mutter, Vater. You always have a kind of identities. Du hast immer eine Art von Identität.
And to drop your mind means to drop all your identities. Und um deinen Verstand loszuwerden, bedeutet es, all deine Identitäten loszuwerden. To become almost like naked. Fast wie nackt werden. Pure. Rein. Natural. Natürlich. And to reach yourself. Und um dich zu erreichen, It's like a jump es ist, into wie, totally unknown. es ist wie ein Sprung ins absolut Ungewisse. You know, there are 3 levels of this existence. Es gibt 3 Ebenen dieser Existenz. Human being is always in the middle. Und der Mensch ist immer in der Mitte. The lower level you can call all the animals, creatures, plants, trees. Die Ebene darunter, das sind die Tiere, die Pflanzen, Bäume. Because we are in the middle. Wir sind in der Mitte. So we can all from all these things. Wir kommen von all diesen Dingen. We have the experience of all from this lower level in our subconscious mind. Wir haben die Erfahrung all dieser Ebene, unteren Ebene in unserem Unterbewusstsein. And just because of these experiences, Und nur aufgrund dieser Erfahrungen we like forest, lieben wir den Wald, we feel peace in mountain, fühlen wir den Frieden in den Bergen, in beach. am Strand. And that's the reason people always feel attracted to go there on their free times or on holidays. Und das ist der Grund, warum die Leute es so anziehend finden, dorthin zu gehen in ihren Ferien. People like to be here, just fly like a birds. Das mögen die Menschen, einfach fliegen wie die Vögel. They like to become like a tree Sie mögen es, wie zu einem Baum zu werden. because they feel the same, that kind of the peace. Denn sie fühlen diese Art von Frieden. But the problem is, in nature, Aber das Problem ist in der Natur, there's no way to go back. es gibt keinen Weg zurück. You're already in the middle. Du bist schon in der Mitte. Your subconscious mind always say, "Okay, I know this, I have this experience, so let's go back." Dein Unterbewusstsein sagt dir immer, das kenne ich habe diese Erfahrung, lass uns zurückgehen. But there is one more steps, Aber es gibt einen Schritt mehr, the steps of the Buddhas, of the den Jesus. Schritt Buddhas oder Jesus. The highest level of the evolution. Die höchste Ebene der Evolution. This is not our aim or stoppage in the middle. Die Mitte ist nicht unser Ziel, Because we don't have experience of that level, weil wir keine Erfahrung des höheren Levels haben. so our mind doesn't feel secure to go. Fühlt sich unser Verstand nicht sicher loszugehen. Your mind feel more relaxed with when go more down, go to your back to your nature. Unser Verstand fühlt sich sicherer, einen Schritt zurückzugehen oder nach unten zu And gehen. this high stage is totally unknown. Und diese höhere Ebene ist absolut unbekannt. So you need to be courageous enough Du musst to jump mutig into that sein, unknown. in das Ungewisse zu springen. And what do you think about yourself? You think you are alone? Und was denkst du über dich selbst? Denkst du, du bist alleine? Then you are mistaken. You're traveling with whole big city in your mind. Big crowd. Das ist nicht richtig. Du reist mit einer großen Stadt, mit einer großen Menge. Full of people here in your mind. Voller Menschen in deinem Verstand. Maybe you can count the people in your country, but can you count how many people's in your mind? Vielleicht kannst du die Menschen in deinem Land zählen, aber kannst du die Menschen in deinem Verstand zählen? Big queue is there. Es ist eine große Schlange dort. You know, in India, there's a tradition. Es gibt in Indien eine Tradition, When you go to temple or somebody home, wenn du zu einem Tempel gehst oder zu jemandem nach Hause, then you have to take off your shoes outside.
dann musst du deine Schuhe draußen ausziehen. Why? Warum ist das so? This shoes is a symbol of the mind, ego. Die Schuhe sind ein Symbol des Verstandes, des Egos. Whenever you enter Immer wenn du eintrittst to temple, in den Tempel, so it's not talking about outside temple. ich spreche nicht vom Außen des Tempels. This body is your temple. Dieser Körper ist dein Tempel. Because that, the energy, you can call the soul or God or anything. Denn diese Energie, du kannst die Seele, Gott oder wie auch immer du möchtest nennen. That energy lives in this temple. Diese Energie lebt in diesem Tempel. So when you have to go to your temple, Also wenn du in deinen eigenen Tempel gehen willst, you have to take off that shoes. musst du diese Schuhe ausziehen. You have to take off all your mind away. Du musst deinen Verstand ausziehen, wegbringen. You have to remove your ego. Du musst dein Ego wegbringen. Then it's possible to go inside. Dann ist es möglich, nach innen zu gehen. But you cannot go with your full of crowd. Aber du kannst nicht gehen mit der vollen Menge. So first become one. Also werde erst eins. You have to become one. Du musst eins werden. Then journey will be easy. Dann wird deine Reise einfach sein. Then you're already there. Dann bist du schon da. But don't you think? One side you are identifying yourself, you are a mother. One side you are a wife. Other side as a friend. Aber denkst du nicht, du identifizierst dich mit verschiedenen Seiten, einmal als Mutter, als Freund, als Frau. So much crowd you have. So viele Mengen hast du. So drop all this. Bring es weg und lass es los. And don't look for any kind of the inspiration outside. Und such im Außen keine Inspiration. Most of the time mind is busy to find somebody or to read somewhere where that things or person can inspire you. Normalerweise ist der Verstand immer damit beschäftigt, im Außen nach irgendetwas oder eine Person zu suchen, die dich inspirieren können. Don't depend on this kind of inspiration. Sei nicht abhängig von dieser Art von Inspiration. Then you will become a slave. Denn dann wirst du zu einem Sklaven werden. Then you will be always depend on outside someone. Dann wirst du irgendwie immer vom Außen abhängig sein. You will be always waiting for somebody comes and inspire you. Dann wirst du immer warten, dass jemand kommt und dich inspiriert. You are not lesser than any another person. Du bist nicht weniger als irgendeine andere Person. There is no difference between you and a Buddha. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und Buddha. Same energy. Die gleiche Energie And at the same level. und die gleiche Ebene. Like I said before, the only difference that you are not aware, that's the only difference. Wie ich euch schon vorher gesagt habe, der einzige Unterschied ist, dass ihr euch nicht bewusst seid. So just start your journey your own. Also fang selbst deine Reise an. You don't need to get inspired from any side. Du brauchst nicht von irgendeiner Seite inspiriert werden. Buddha said very beautifully. Buddha hat sehr schön gesagt, that you can have me only if you can come to me unconditionally. also du kannst mich nur haben, wenn du zu mir bedingungslos kommst. Unconditionally. Bedingungslos. But whatever we do, Aber was wir auch immer tun, first we write down all our conditions, schreiben wir erst einmal all unsere Bedingungen all auf, our expectation. all unsere Erwartungen. And when we go with all this expectation and condition, how we can reach somewhere. Und wenn wir mit all diesen Erwartungen und Bedingungen gehen, wie können wir irgendwo ankommen? When life is not happening Wenn das Leben nicht einfach passiert, just according to the way of your thinking,
so wie du es dir denkst, then you're not happy. dann bist du nicht glücklich. You want that life just follow according to your thought, Du möchtest, dass das Leben deinen Gedanken folgt, your thinking. deinem Denken. But tell me one thing. Aber sag mir eins, You think the rose flower is not perfect? denkst du, die Rose ist nicht perfekt? Can you imagine much more better than this rose flower what you see around you? Kannst du dir vorstellen, dass es etwas Besseres gibt als die Rose um dich herum? Can you imagine much more better this world? Kannst du dir diese Welt viel besser vorstellen? I'm sure it's not possible. Ich bin mir sicher, das ist nicht möglich. It's naturally beautiful. Es ist natürlich schön. But why then we need our mind? Aber warum brauchen wir dann unseren Verstand? Why we cannot accept as it is what we have? Warum können wir das, was wir haben, nicht akzeptieren? Why we want something or someone just according to our thinking or thought? Warum wollen wir etwas, das genau unserem Denken oder unseren Gedanken entspricht? Maybe at your home, at work, in the city. For everywhere we have some expectation. Vielleicht zu Hause, in der Arbeit, in der Stadt. Überall haben wir unsere Erwartungen. We want every single person just according to our thinking or thought. Wir wollen jede einzelne Person genauso, wie wir denken. Then how can we be happy? Aber wie können wir dann glücklich sein? And just ask one thing to you, yourself. Und stelle dir selbst eine Frage. You are using your mind or your mind is using you? Benutzt du deinen Verstand oder benutzt dich dein Verstand? Who's using? Wer benutzt wen? Der Verstand mich. When you are using your mind, then mind is very beautiful. Mind will work as your friend. Wenn du deinen Verstand benutzt, dann ist der Verstand sehr schön. Er wird dein Freund sein. When mind, which happens most of the time, Und wenn der Verstand, was die meiste Zeit passiert, is using you, dich benutzt, I don't have to tell you, you have already these experiences. dann muss ich euch nicht sagen, was passiert. Ihr habt bereits die Erfahrungen. If your mind is not in your control, Wenn dein Verstand nicht in deiner Kontrolle ist, then why you want everybody just according to your mind? warum möchtest du dann jedem deinem Verstand entsprechend? You know, if Jesus comes just now in reality, Wenn Jesus jetzt genau in Wirklichkeit kommen würde, we will be not able to surrender to Him 100%. wären wir nicht fähig, uns ihm 100% hinzugeben. Your mind will say, okay, first let it confirm He is really Jesus or not. Dein Verstand wird dir zuerst sagen, ist er wirklich Jesus oder nicht? This is how our mind is. So ist unser Verstand. Only with full of doubts, Nur voller Zweifel, full of questions, voller Fragen. totally misguiding you. Er führt dich in die Irre. If you want to go somewhere Wenn du irgendwo hingehen möchtest and you keep continue changing your directions, und du immer wieder deine Richtung wechselst, then how can you reach there? wie kannst du dann ankommen? This is what happens with us. Und so passiert es mit uns. If you take some step, Wenn du einen Schritt machst, then continue with that. dann mach weiter. Have some patience,
Hab Geduld. Why are you in a hurry? Warum bist du in Eile? Don't change your direction always. Ändere nicht immer deine Richtung. You will definitely reach. Dann wirst du definitiv ankommen. Here it's not the question which direction you have to move. Es ist hier nicht die Frage, welche Richtung du gehen sollst. Here question is continue going. Hier ist die Frage, mach weiter, geh Keep weiter, continue flowing. fließe weiter. Which direction you are flowing is not important. Es ist nicht wichtig, welche Richtung du fließt. Just keep continue flowing. Mach einfach weiter zu fließen. And this is sometimes also, happen when the student goes to master. Und das passiert auch manchmal, wenn der Schüler zum Meister geht. Master always, if I must say the real master, always make his student with full of disappointment. Also der wahre Meister, der enttäuscht seine Schüler immer. Always. Immer. He always disappoint. Er enttäuscht immer. Because student always go with kind of expectation and desire. Der Grund dafür ist, der Schüler kommt immer mit irgendeiner With Erwartung, mind. mit einer Begierde, And this is a work of master to destroy all. mit seinem Verstand. Und es ist die Aufgabe des Meisters, alles zu To zerstören, destroy the ego of the student. das Ego des Schülers zu zerstören, To bring him back in the moment. ihn in den Moment zurückzubringen. So make yourself totally empty. Mach dich absolut leer. Then single drop or a single word is enough for you. Dann ist ein einziger Tropfen, ein einziges Wort für dich genug. Even single silent will be like a key for you. Sogar eine einzige Stille wird wie ein Schlüssel für dich For sein, your door of your home. für deine Haustüre. Verstehst du? Ja, danke. Yes. Any doubt or anything? Any questions? Gibt es Zweifel oder Fragen? Es ist schwer, den ersten Schritt zu gehen, oder? It is difficult to make the first step, isn't it? No. Nein. Aber wenn man eben nicht weiß, wie man ihn gehen soll, But I don't know how to make this first step. We all know. Wir alle wissen, Just simple, thankful, sei, grateful sei dankbar to yourself dir selbst gegenüber and around you, to everyone, und um dich herum, to whole existence. für jeden und die gesamte Existenz. Just be grateful whatever you have. Sei dankbar für alles, was du hast. To enjoy what you have. Genieße, was du hast. That's simple things. Das ist einfach. Nature is not saying that you have to bring something from outside Die Natur sagt nicht, du sollst to start etwas your journey. von außen bringen, um deine Reise zu beginnen. Nature is not saying that you have to meet a Buddha or anybody to start your journey. Und die Natur sagt auch nicht, du musst Buddha treffen oder irgendjemand, um deine Reise zu beginnen. We don't require anything from anywhere outside. Wir brauchen nichts von außen. What we need, whatever we have, Das, was wir brauchen, ist das, was wir haben. just accept it as a grace. Und nimm es als Gnade an. Be thankful for that. Sei dankbar dafür.
That's it, your journey will automatically start. Und das ist es. Deine Reise wird automatisch starten. And like I always say, okay, when your mind comes to you, Und wie ich euch immer sage, wenn dein Verstand zu dir just kommt, closer to you, näher zu dir, here, then your journey starts, and at the same moment, even not even next moment, just in that same moment, you reach. dann wird deine Reise beginnen und im gleichen Moment, nicht erst im nächsten, im gleichen Moment wird deine Reise zu Ende sein und du kommst an. Who is making this journey longer? Wer macht diese Reise länger? Only mind. Nur der Verstand. Just only your mind creating this journey longer. Nur dein Verstand macht diese Reise länger. Just because of mind, you're not enjoying the life. Nur wegen deinem Verstand genießt du dein Leben nicht. Just because of mind, you're not appreciating what you have. Nur wegen deinem Verstand feierst du nicht, was du hast. This is a problem with human being. Und das ist das Problem der Menschen. When we have something, we don't appreciate, we totally ignore that. Wenn wir etwas haben, dann feiern wir es nicht, wir ignorieren es. When a person dies Wenn ein Mensch stirbt or disappears, oder verschwindet, then you start missing. dann fängst du an, ihn zu vermissen. You know, when you go to death ceremony, Wenn du auf eine Beerdigung gehst, you talk always good about that person. spricht man immer gut über diese Person. When person is alive, you don't go and talk same way. Aber wenn die Person noch am Leben ist, gehst du nicht zu ihr und sprichst auf die gleiche Weise mit ihr. Why you are waiting for his or her death to talk good about that person? Warum wartest du auf seinen oder ihren Tod, um mit dieser Person schön zu sprechen? You can think also good and positive about that person when he's alive. Du kannst auch gut und positiv über diese Person denken, wenn sie am Leben ist. But the problem with mind, Aber das Problem mit dem Verstand, your mind focus on that thing which you don't have. dass es sich auf das konzentriert, was du nicht hast. What you have, that ignored completely. Das, was du hast, ignoriert er komplett. And the God, or you call the soul, or you call any happiness or bliss, whatever you like, you can call. That is the most nearest thing in you. Most nearest. Und Gott, die Seele, das Glück, die Glückseligkeit oder wie du es auch nennen magst, das ist das, was dir am nächsten ist. Because that is the most nearest to you and always with you before your birth and even after your death, it will be with you. Denn das ist dir immer am nächsten, es ist immer da. Vor deiner Geburt ist es da und nach deinem Tod ist es da. And when you are with your mind, it's also with you. Und wenn du mit deinem Verstand bist, ist es auch da. That's why your mind ignore that. Und das ist auch der Grund, warum der Verstand es ignoriert. So be careful with your mind. Sei vorsichtig mit deinem Verstand. Don't become a slave of your mind. Werde nicht zu einem Sklaven deines Verstandes. If your mind use you, then definitely it's going to misuse you. Wenn dein Verstand dich benutzt, dann wird er dich definitiv missbrauchen. So always ask this question. Also stell dir immer diese Frage. If something is coming in your mind, then ask. Wenn etwas in deine Gedanken kommt, dann frage. This is from me or my mind is ordering to me? Kommt das von mir oder hat das mein Verstand erschaffen? Just 4-5 times in a day. 4 bis 5 Mal am Tag. Inquire about that. Question about that. Frage dich. Stelle dir diese Frage. Then slowly you will start understanding who is the boss. Und langsam wirst du dann verstehen, wer der Boss ist.
You just need to be aware. That's the only one thing what you need. Sei dir einfach nur darüber bewusst. Just awareness is enough to bring you back. Achtsamkeit und Bewusstsein ist genug, um dich zurückzubringen. But yes, first for this, you have to take step. Ja, aber zuerst musst du einen Schritt machen. Without fear. Ohne Angst. But your mind want to secure everything. Aber dein Verstand möchte alles verstecken. Before taking step, you want to keep everything confirm that your step is on the perfect side or not. Also er möchte alles in Sicherheit wiegen, wenn du den Schritt machst, dass alles sicher ist. If you are looking for this kind of security, wenn du nach dieser Sicherheit Ausschau hältst, then you will be not able to take any step. Dann wirst du keinen Schritt machen können. If you want to learn swim, wenn du schwimmen lernen willst, you must have to just get into the water. Dann musst du ins Wasser gehen. And if you want just to learn swim, just not going inside to the river, und wenn du schwimmen lernen willst, ohne ins Wasser zu gehen, you think it's possible? Denkst du, das ist möglich? No, it's not possible. Nein, das ist nicht möglich. So, just jump. Also spring einfach. Without any fear. Ohne Angst. I can tell one thing with a guarantee. Ich kann auch eins mit Garantie sagen. You will not lose anything which is important. Du wirst nichts verlieren, was wichtig ist. This is my guarantee to you. Das garantiere ich euch. Yes. So, one last question. Eine letzte Frage. When will you start your journey? Wann wirst du deine Reise beginnen? When? Wann? Just now, or you have to finish some work before? Jetzt? Oder musst du zuvor noch etwas erledigen? Be honest. Sei ehrlich. Huh? Then don't tell me that you have to cook first food for dinner, huh? Something. Dann erzähl mir nicht, dass du zuerst noch Essen machen musst. That's the main important question. When? Das ist die wichtigste Frage. Wann? Because we are continue, linger on. Okay, maybe tomorrow, maybe after when my children will grow up. Maybe after when my retirement life is secure. Und wir zögern es immer mehr hinaus. Wenn meine Kinder groß sind, dann werde ich es machen. Oder nach der Rente, dann werde ich es machen. Your journey is not related with all these things. Deine Reise ist nicht mit all diesen Dingen verbunden. You start your journey, on the other side you can continue with your all these busy works. Du kannst auf der einen Seite deine Reise beginnen und auf der anderen Seite deine Arbeiten fertig machen oder weitermachen. But when you go home, aber wenn du nach Hause gehst, keep your mind outside. Lass deinen Verstand draußen. Then you will be the boss of your mind. Dann wirst du der Chef deines Verstandes. And when you go out, again take, no problem.
Und wenn du wieder rausgehst, dann kannst du ihn wieder nehmen, kein Problem. Same when you go to work, keep your mind outside. Das Gleiche ist, wenn du zur Arbeit gehst, lass deinen Verstand draußen Then enjoy that work. und genieße deine Arbeit. When you're meeting somebody, keep your mind out. Wenn du jemanden triffst, lass deinen Verstand draußen. You cannot go everywhere with your mind. Du kannst nicht überall mit deinem Verstand hingehen. And here mind means thinking about past and future. Und hier bedeutet der Verstand an das Gestern oder an das Morgen denken. Your mind always lives either in past or in future, never in the present. Dein Verstand lebt immer entweder in der Vergangenheit oder der Zukunft, niemals im Jetzt. So, when will you start your journey? Also, wann beginnst du deine Reise? You know, one person went to Buddha. Eine Person ist zu Buddha gegangen. Buddha, I want to take sannyas. Buddha wollte Sannyas machen. Then Buddha replied, sannyas is like renunciation. Also den Verzicht machen. Und dann hat Buddha geantwortet, That you are thinking about that, denkst du darüber nach or you really want? oder möchtest du es wirklich? Then the student replied, what does it mean? Dann hat der Schüler geantwortet, was meinst du? Then Buddha said, if you're thinking, it means you're still not in the moment. Dann hat Buddha geantwortet, wenn du darüber nachdenkst, dann bist du nicht im Moment. And if you are ready, Und wenn du bereit bist, you don't need to ask anybody. musst du niemanden fragen. You don't need a permission from anyone. Brauchst du die Erlaubnis von niemandem. We only need permission from somebody when we are not sure. Wir brauchen die Erlaubnis von jemandem nur, wenn wir nicht sicher sind. When you are sure, you don't go to ask any advice from anybody. Wenn du dir sicher bist, dann wirst du nicht gehen und jemanden um einen Rat fragen. When you are hungry, you don't go and ask your partner, okay, can I go and eat some food? Wenn du hungrig bist, dann fragst du deinen Partner auch nicht, kann ich gehen und etwas essen? But when you are not sure, Aber wenn du nicht sicher bist, then you start collecting advices here and there. dann fängst du an, Ratschläge von hier und da zu sammeln. You have created your own excuses Du hast deine eigenen Ausreden to erfunden, not start your journey. um deine Reise nicht zu beginnen. All your obstacles are self-made. All deine Hindernisse sind selbst gemacht. Every single obstacle Jedes einzelne Hindernis is made by you. ist von dir gemacht. If it is made by you, it means only you can destroy that obstacles. Und wenn es von dir selbst gemacht ist, bedeutet es, nur du kannst es zerstören. So destroy that obstacles. Also zerstöre deine Hindernisse. And only you can do. Und das kannst nur du machen. So again, when I ask this question, when are you going to start your journey? Also ich frage wieder, wann wirst du deine Reise beginnen? What comes in your mind? Was kommt dann in deinen Verstand? Must be soon. This word, very Was? soon. Wahrscheinlich das Wort bald, sehr bald. Yeah. Jetzt. And then what happened when Buddha explained to that person? Und dann, was geschah, als Buddha das dieser Person erklärte? Then he said, okay, Buddha, now bye bye, goodbye. Dann hat der Mensch gesagt, okay Buddha, auf Wiedersehen.
Then Buddha said, what happened? Now you don't want to be a sannyasi? Und was ist passiert? Möchtest du jetzt nicht mehr im Verzicht leben? He said, I am already now. He said, I'm already. Already now. Er sagte, ich bin es schon jetzt. And Buddha smiled. Und Buddha hat gelacht. If you really want to start your journey, Wenn du wirklich deine Reise anfangen you möchtest, must have to start just now. dann musst du jetzt beginnen. If you cannot courage to start just now, Wenn du es dich nicht traust, jetzt anzufangen, then it will become difficult. dann wird es schwierig werden. You cannot just say to yourself, okay, let me finish this work, let me finish my responsibility, then I will start. Du kannst nicht zu dir selbst sagen, okay, lass mich diese Arbeit beenden oder diese Verantwortung beenden und dann fange ich an. This is infinite works and responsibilities. Das sind unendliche Arbeiten und Verantwortungen, No one can finish. die niemand beenden kann. Or have you seen around somebody who has finished this? Oder hast du um dich herum schon jemanden gesehen, der das beendet hat? Your friends, your family, your parents? Deine Freunde, die Familie, die Eltern? So, don't wait to finish all. Warte nicht, um alles zu beenden. The moment when you start your journey, everything will finish automatically. In dem Moment, in dem du deine Reise beginnst, wird alles automatisch enden. Because you want to be a doer. Weil du ein Macher sein möchtest. That's why you have all these responsibilities. Deswegen hast du all diese Verantwortungen. So don't need to be a doer. Du musst kein Macher sein. Who knows about the next moment? Who knows about the tomorrow? Wer weiß etwas über den nächsten Moment oder über das Morgen? If you have chance just now here, Wenn du die Möglichkeit hast, jetzt hier, just now and here, dann ergreif sie jetzt und hier. don't linger on even for the next moment. Verschieb sie nicht auf den nächsten Moment.